Er kannte den Pfad nicht, aber das spielte keine Rolle. Wege im Wald führten alle irgendwohin. Und irgendwohin war meistens gut genug. Der Nachmittag hatte schon begonnen, sich zu neigen. Das Licht fiel schräger durch die Eichen, goldener, und die Schatten wurden länger und weicher, als wäre der Tag müde. Irgendwo weiter vorne roch es nach nassem Moos und nach dem feuchten Dreck, der entsteht, wenn Frühling und Erde miteinander noch nicht einig sind. Tauben riefen, weit und gleichgültig. Käfer arbeiteten in irgendeinem Stamm zu seiner Rechten, laut und methodisch. Der Wald kannte ihn nicht und hatte keine Meinung dazu. Das war das Problem. Er schritt lautlos. Nicht aus Vorsicht. Er war einfach jemand, der keinen Lärm machte. Die Stiefel auf dem Pfad, die abgenutzte Sohle auf Laub und Erde und trotzdem nichts. Kein Knirschen, kein Schaben. Als wäre er selbst ein bisschen Waldluft. Als ginge er durch die Welt, ohne sie zu berühren. Die Äste über ihm ließen sich von seinem Durchgehen nicht stören. Der Pfad hinterließ in ihm keine Spur und er hinterließ im Pfad keine. Die Geige auf seinem Rücken. Das Leder am Riemen blank und sauber, das Holz darunter warm. Es ist, dachte er, eine vollkommen vernünftige Art, den Nachmittag zu verbringen. Allein, im Wald, ohne jeden Menschen, auf 5 Meilen. Das sogenannte freie Leben des Musikers, von dem die Bücher reden. Was für Bücher? Was für Lügner? Er lachte kurz und leise in sich hinein. Niemand hörte es. Das war schon eine Weile sein Publikum. Er selbst. Ein Eichhörnchen querte den Pfad 3 Schritte vor ihm, ohne auch nur die Richtung zu ändern. Die Tauben hatten aufgehört zu rufen. Der Wald atmete und machte seine Dinge und interessierte sich für ihn mit einer Vollständigkeit von null. Irgendwo rechts von ihm knackte ein Ast unter irgendetwas. Einer Krähe, einem Reh dem eigenen Gewicht. Und dann war auch das wieder Stille. Und in der Stille standen seine Schritte, unhörbar, und die Geige auf seinem Rücken und die Abwesenheit von allem, das zuhörte. Jemand müsste das hier sehen, dachte er. Und dann, unmittelbar danach, die andere Form desselben Gedankens, die Form, die er nicht zu Ende dachte, weil er gut darin war, Gedanken nicht fertig werden zu lassen. Jemand hätte das verstanden. Stattdessen blieb er stehen und horchte. Nichts. Wald. Wind irgendwo oben in den Kronen, weit über seiner Reichweite. Das Schlagen des Käfers. Eine Stille, die nicht Frieden war, sondern Abwesenheit. Und er kannte den Unterschied, kannte ihn schon länger, als er das zugab. Hatte den Unterschied erkannt an einem bestimmten Abend in einer bestimmten Stadt in einem Jahr, das er nicht mehr beim Namen nannte. Er kannte den Unterschied. Das war das Problem. Mir wird, dachte er sachlich, hier im Walde Zeit und Weile lang. Ich brauche einen Gesellen. Er nahm die Geige vom Rücken. Er stimmte die Geige nicht. Die Geige war immer gestimmt. Eine Birke stand schräg über den Pfad. Das Licht fiel durch ihre Blätter und zerschnitt sich in 100 kleine Streifen auf dem Boden. Er trat in die hellste Stelle. Er legte das Kinn an. Er zog den Bogen. Ein Ton. Dann ein zweiter, der den ersten fortführte. Die Tauben verstummten. Das war das Erste, was passierte. Die Tauben wurden still, mitten in einer Zeile, und blieben still. Dann die Käfer. Dann der Käfer im Stamm zu seiner Rechten, der einfach aufhörte, als hätte jemand eine Tür zugemacht. Der Wald hielt den Atem an. Die Eiche rechts von ihm, er spielte, und die Eiche bog sich einen halben Finger weit und dann zurück, als hätte sie lauschen wollen und es sich anders überlegt. Er spielte weiter. Die Melodie hatte keine Kategorie, nicht traurig und nicht fröhlich, sondern das Ding dazwischen, das kein deutsches Wort hat, wenn man etwas Altes wiedererkennt, das man nie besessen hat. Aus dem Gebüsch weiter hinten zog ein Reh heran, unhörbar,
und blieb genau dort stehen, wo die Musik begann. Die Schritte hörten auf. Das Reh stand. Kein Blätterrauschen, keine Reaktion mehr auf etwas außer diesem Ton, diesem Atemzug zwischen zwei Tönen. Er spielte, und für diesen Augenblick, genau diesen, zwischen dem letzten Ton und dem nächsten, war er nicht die Einsamkeit, nicht der Pfad, nicht die abgenutzte Reisekleidung und die Stadt, die ihn vergessen hatte. Er war die Musik selbst, nicht derjenige, der sie spielte, nicht das Werkzeug. Er war sie, diese Zeile, dieser Bogen, der auf dem Holz lag und das Holz zum Singen brachte, und das war das Einzige, was er auf der Welt als Heimat kannte. Dann das Rascheln, tief im Dickicht zu seiner Linken. Nicht das leise Rascheln eines Vogels, nicht das eilige Rascheln einer Maus. Etwas Größeres, etwas, das sich bewegte und dabei kaum einen Lärm machte, und das er trotzdem hören konnte, weil der Wald um ihn herum so vollkommen still geworden war, dass ein einziger Schritt auf Laub laut war wie ein Schuss. Sein Bogen pausierte, nicht gestoppt, pausiert. Die Musik hing noch in der Luft, unfertig, als wäre sie eine Frage. Er sah in das Dickicht. Der Bogen sank einen halben Zentimeter. Nicht Freude und nicht Schrecken, aber der Bogen sank. Der Wolf trat aus dem Dickicht, als wäre er gewohnt, zu Türen hereingebeten zu werden. Kein Schleichen, kein Ducken. Er kam geradeaus über den Pfad, die Pfoten sicher auf dem Boden, den Kopf oben. Groß, graubraun, die Schnauze leicht angesilbert. Narben über der rechten Schulter und an der Flanke, alt und flach, verheilt. Er trug sie so selbstverständlich wie alte Arbeit, wie etwas, das man einmal getan hat und das dann einfach am Körper bleibt. Er blieb 3 Schritte vor dem Spielmann im Stehen und senkte einmal kurz den Kopf. Ein Gruß, dachte der Spielmann. Wie interessant. »Du spielst schön«, sagte der Wolf. Seine Stimme war tief und gleichmäßig, kein Kratzen darin, kein Flehen. »Ich möchte es lernen.« Der Spielmann betrachtete ihn. Die Bernsteinaugen hielten den Blick ohne Ausweichen. Keine Berechnung dahinter, kein Verstellen, nur diese direkte, ruhige Aufmerksamkeit, die Menschen selten hatten und von der sie meist redeten, als wäre sie leicht zu haben. Er meinte es ernst, das war klar. Das war auch vollständig egal. »Das ist bald gelernt«, sagte der Spielmann, und er lächelte auf eine Art, die er gut beherrschte. Warm genug, um herzlich auszusehen, kühl genug, um nichts zu kosten. »Komm mit.« Er kannte den Baum bereits. Er hatte ihn auf dem Hinweg gesehen. Eine alte Eiche, zu groß und zu alt, der Stamm vor Jahren gespalten von einem Blitz oder einfach von der Zeit, der Spalt tief genug, breit genug, in der Höhe der Pfoten eines großen Wolfes. Er hatte ihn gesehen und sein Auge hatte ihn registriert. Und er hatte weitergeschaut und war weitergegangen, weil so das funktionierte. Man sieht, was man braucht, bevor man weiß, dass man es braucht. »Hier«, sagte er und legte eine Hand auf den rissigen Stamm. Der Geruch von altem Holz und von Feuchtigkeit darunter, von Moos, das in den Ritzen wuchs. Das ist das Erste, was man lernt. Man legt die Hände so. Er zeigte wie. Der Druck kommt von innen nach außen. Der Wolf trat heran. Er betrachtete den Spalt eine Sekunde. Dann legte er die Pfoten hinein. Absolutes Vertrauen. Keine Spur von Ahnung. Der Spielmann griff den Stein. Ein schwerer, glatter Brocken, den er auf dem Weg hierher aufgehoben hatte, ohne viel darüber nachzudenken, mit dem ruhigen Vorausdenken von jemandem, der das schon oft getan hatte. Die Bewegung war klein, präzise, ohne Theatralik. Der Stein glitt in den Spalt zwischen den Pfoten des Wolfes und klemmte. Der Wolf versuchte, die Pfoten zurückzuziehen, ruhig zuerst,
Dann mit mehr Kraft. Der Stein gab nicht nach. Er sah den Spielmann an, und in diesem Blick war keine Panik und kein Schreien, nur die echte, aufrichtige Frage: Warum? Eine Frage, auf die der Spielmann keine Antwort hatte, die er bereit war zu geben. »Warte da so lange, bis ich wiederkomme.« Er drehte sich um. Hinter ihm begann das gleichmäßige Arbeiten. Ziehen, kurze Pause, ziehen wieder. Und sein Schritt änderte sich nicht. Nicht langsamer, nicht schneller. Die Geige auf dem Rücken. Der Pfad vor ihm, der nach links bog. Er justierte den Riemen auf der Schulter. Er drehte sich nicht um. Der Pfad bog nach links. Er folgte. Hinter ihm, weit genug, um nicht mehr zu stören, nah genug, um noch da zu sein, arbeitete der Wolf an seiner Situation. Das gleichmäßige Ziehen und Rasten war zu einem Geräusch geworden, wie das Fließen von Wasser, da, aber nicht mehr dringend. Der Wald hatte das Geräusch eingefaltet und machte weiter wie immer. Er machte auch weiter. Er hatte manchmal versucht, sich zu fragen, warum ein Tier falsch war. Warum ein Wolf, so aufrichtig wie dieser, nicht das sein konnte, was er brauchte. Irgendwann hatten die Schultern sich gesenkt. Der Schritt war weitergegangen. Ein Mensch. Es musste ein Mensch sein. Ein Bild blitzte auf, kurz und ohne Einladung. Eine Bank vor einer Werkstatt. Abend, der Geruch von Kohle und heißem Eisen, das Abkühlen nach dem Feuer. Und jemand, der dort saß und nichts fragte. Der einfach da war, wenn man aus dem Gasthaus kam und die Worte ausgegangen waren. Und der da war, wenn man schwieg. Und der noch da war, wenn man aufhörte zu schweigen. Er ließ das Bild nicht länger stehen als nötig. Er griff nach der Geige. Mir wird, dachte er, hier im Walde Zeit und Weile lang. Dieselben Worte wie vorher, dieselbe Entscheidung. Als könnte ein anderer Geselle kommen, wenn er noch einmal spielte. Ein richtiger Geselle diesmal. Der Art, die es gab und die er kannte und die irgendwo da draußen war. Und er musste nur spielen. Er legte das Kinn an. Der Fuchs kam dahergeschlichen. Er konnte gar nicht anders. Das war sein Gang, jede Pfote mit Bedacht, die Bewegung geschmeidig und ohne geradeaus, als wäre eine gerade Linie eine Zumutung. Die Ohren standen, die Augen leuchteten gelblich. Er hörte die Geige und berechnete, was man damit anfangen konnte. Und dann nochmal und dann noch einmal von einer anderen Richtung, und während er berechnete, kam er näher. »Du spielst schön«, sagte er. Er sagte es mit einem Ton, der leicht zu viel bedeutete. Nicht Bewunderung, sondern das Vortäuschen von Bewunderung, so souverän, dass es fast aussah wie die echte Sache. Fast. Der Spielmann kannte diesen Ton. Er lächelte. »Das ist bald gelernt.« Die Haselnussbäumchen standen zu beiden Seiten des Wegs. Zwei junge, biegsame, mit der Kraft in den Stämmen, die nur junges Holz hat, das noch nicht weiß, wohin es wachsen soll. Er hatte sie auf dem Hinweg gesehen. Er hatte manches gesehen. »Die Hände so«, sagte er und zeigte es. Er bog das erste Bäumchen herab, vorsichtig. Der Stamm wollte zurück und er ließ ihn nicht. »Du hältst hier, mit den Pfoten.« Der Fuchs betrachtete die Szene. Die Augen leicht zusammengezogen, der Kopf schief, das kalkulierende Zögern von jemandem, der immer noch glaubt, er kontrolliere die Situation. Es gab ein Spiel hier, das war sicher. Aber was für eines? Eine Gelegenheit vielleicht. Ein Test. Er würde klug genug sein, was auch immer es war. Er gab die Pfoten. In dem Moment, in dem er aufgehört hatte zu kalkulieren und begann zu greifen, knotete der Spielmann die Pfoten an das gebogene Holz. Einen Knoten. Dann das zweite Bäumchen, gebogen, die andere Pfote, den zweiten Knoten. Die Finger kannten die Bewegung und brauchten keine Aufmerksamkeit. Dann ließ er los.
Beide Bäumchen schnellten hoch. Der Fuchs hing zwischen ihnen in der Luft, die Pfoten gespreizt, das rotbraune Fell vor dem Abendhimmel. Einen Herzschlag lang, absolute Stille, dann das Zappeln. Kein Laut, kein Klagen. Nur das Zappeln, das langsamer wurde und dann aufhörte, und der Fuchs hing und wartete mit einer Wut, die er nicht zeigte, weil er kein Tier war, das seine Wut zeigte. Der Spielmann trat zurück und prüfte den Knoten, hielt. Gut. Er warf noch einen Blick nach oben. Handwerklich, sachlich. Dann drehte er sich um und ging. Das Häschen kam angesprungen, nicht weil es dachte, weil es nicht stillstehen konnte, wenn Musik spielte, weil zwischen Musik und Bewegung für das Häschen kein Unterschied war, keine Pause, kein Entschluss, sondern einfach die direkte Linie zwischen dem Ton und den Pfoten, die sprangen. Es kam mit kleinen, federnden Sätzen, die Ohren voraus, die braunen Augen weit und ohne Hintergedanken. Es setzte sich 3 Schritte vom Spielmann entfernt in das Gras und zitterte ein wenig, nicht aus Angst, sondern aus dem Überschuss an Energie, den Dinge haben, die noch zu lebendig sind, zum Stillhalten. »Komm«, sagte der Spielmann, er hatte den Faden in der Hand, lang und dünn und fest, aus seiner Jackentasche, schon eine Weile dort. Er kniete sich hin auf den Waldboden, die Knie auf feuchtem Laub, der Geruch von Erde darunter und der säuerliche Geruch der Espe über ihm. Das Häschen kam heran. Er legte den Faden um seinen Hals, so leicht, so selbstverständlich, als wäre es ein Schmuck oder eine Geste der Zuneigung. Das andere Ende knotete er an den Espenbaum. Die Espenblätter zitterten, obwohl kein Wind war. Das ist ihre Art. 20 Mal, sagte der Spielmann. Lauf 20 Mal um den Baum. Das Häschen verstand Befehle wie Musik, unmittelbar, körperlich, ohne den Umweg über den Verstand. Es lief an, einmal, zweimal. Die kleinen Pfoten auf dem Waldboden kaum zu hören, ein leises Rascheln im trockenen Laub, der Faden hinter ihm, zunächst locker, einen Bogen bildend, noch nicht straff. 3-mal, 4-mal. Die Espenblätter zitterten stärker. 5-mal. Der Faden war schon nicht mehr lose, aber das Häschen lief, weil das war, was es tun sollte, was es gebeten worden war zu tun, und das Häschen wusste nicht, warum etwas, das man gebeten worden war zu tun, aufzuhören wäre. 10-mal, 15-mal. Der Faden lag jetzt eng um den Stamm, kürzer mit jedem Kreis, und das Häschen lief, und die Schlinge wurde kleiner, und bei 20, beim letzten Kreis, spannte sich der Faden. Das Häschen zog. Es hielt inne, zog stärker. Der Faden saß fest im Fell, unter dem weichen Fell am Hals, und er schnitt. Nicht tief, aber er schnitt, und das Häschen stand da und zuckte und verstand nicht und zog noch einmal, weil das die einzige Sprache war, die es kannte, und der Faden gab nicht nach. Der Spielmann stand und schaute zu. 1 Sekunde, 2, 3. Was auf seinem Gesicht war in diesem Moment? Kein Kommentar, keine Deutung. Der Wald wusste es, der Wald schwieg. Warte da so lange, bis ich wiederkomme. Er drehte sich um und ging. Der Stein gab nicht nach. Der Wolf wusste das, seit er das 3. Mal gezogen hatte. Er ruhte sich aus. Dann zog er wieder. Der Spalt im Holz war präzise, nicht zu breit, nicht zu eng, und der Stein saß darin wie etwas, das für diesen Platz gemacht worden war. Er ruhte sich aus und zog wieder und ruhte sich aus und zog. Der Wald um ihn herum machte seine Dinge. Eine Krähe in der Krone über ihm, neugierig und dann gelangweilt. Der Geruch von Feuchtigkeit in der Erde und darunter, tiefer, der Geruch von altem Holz, das sich auflöste. Das Licht, das dünner wurde. Er maß die Zeit nicht in Minuten, er maß sie im Ermüden seiner Muskeln und im Abkühlen des Nachmittags.
und in der Länge der Schatten, die langsam länger wurden, fast unmerklich, fast. Er zog. Warum hat er das getan? Die Frage war einfach da, vollständig, ohne Wut dahinter. Er kannte Täuschung, kannte sie aus der Jagd, aus den Jahren, in denen er noch ein Rudel gehabt hatte und sie gemeinsam das Gelände gelesen hatten, die falschen Fährten und die echten. Tiere täuschten, aus Hunger, aus Angst. Das hier war anderes. Der Mann mit der Geige hatte keine Angst gehabt, kein Zittern in den Händen, keine veränderte Stimme. Er hatte gelächelt und gezeigt und erklärt, und dabei hatte er schon gewusst, was als nächstes kam. Er hatte es so getan, als wäre es das Normalste. Das war nicht das, was der Wolf kannte. Nicht aus dem Wald, nicht aus den Jahren, nicht aus irgendetwas. Er ruhte sich aus. Dann zog er die letzte Kraft zusammen. Kein Ruck, kein Reißen, nur stetiger Druck, der nicht aufhörte und nicht nachließ, gleichmäßig, ruhig, wie Wasser das Stein trägt und trägt, bis der Stein nachgibt. Die Pfoten kamen frei. Er taumelte einen Schritt rückwärts und fand den Boden. Blieb stehen. Die Handgelenke brannten, ein Schmerz, der pulsierte und heiß war, und er ließ ihn da sein, weil er jetzt Zeit hatte, ihn da sein zu lassen. Er schnupperte. Kein Blut. Die Haut war aufgescheuert, aber ganz. Er stand eine Weile einfach so, die Pfoten auf dem Waldboden, die Luft durch die Nüstern und ließ den Körper prüfen, was er hatte und was nicht. Er hatte noch alles, was nötig war. Dann, aus einer Richtung, die er sofort kannte, weil er den Pfad von vorne kannte und sich den Rest dachte, ein Geräusch, dünn und weit. Das Zappeln von etwas, das zwischen Ästen hing und nicht runterkam. Der Wolf wandte sich dorthin. Nicht schnell. Er kannte Schnellheit und wann sie half. Er ging, ruhig und direkt, auf dem Pfad, den er selbst wählte. Als er ankam, hing der Fuchs zwischen den Haselnussbäumen und beobachtete ihn mit Augen, die berechneten, aber nicht mehr viel. Die Erschöpfung hatte das Zappeln abgelöst und an seiner Stelle war ein Warten, angespannt und stumm. Der Fuchs kannte den Wolf nicht. Er kannte ihn auch nicht. Das spielte jetzt keine Rolle. Der Wolf betrachtete die Knoten, dann die Bäumchen. Dann setzte er die Zähne an das erste, unten, wo der Stamm am dünnsten war, und biss. Das Holz splitterte. Das Bäumchen schnellte halb hoch, hielt und der Fuchs sackte auf der rechten Seite herunter. Der Wolf biss das zweite durch. Der Fuchs fiel auf die Erde, prüfte sich, stand auf. Keine Worte. Es gab keine Sprache zwischen ihnen und das brauchte es auch nicht. Was zwischen ihnen stand in diesem Moment, brauchte kein Wort. Dann weiter, aus einer anderen Richtung, ein anderes Geräusch. Kleiner, schwächer, ein leises Zucken und Ziehen. Der Wolf hob den Kopf. Er wandte sich dorthin und der Fuchs folgte, und sie gingen beide. Die Axt fiel und traf wieder, und der Baum gab nach, wie Bäume nachgaben, wenn man lange genug arbeitete. Das war die Sache mit Holz. Es widerstand, und dann hörte es auf zu widerstehen, und was man hatte, war Brennmaterial und die Erschöpfung in den Armen und die Stille, die einsetzte, wenn die Axt ruhte. Er hatte seit dem frühen Nachmittag gearbeitet. Die Sägespäne roch er kaum noch. Nach einer Weile roch man sie nicht mehr. Sie wurden einfach Luft, einfach da. Die Baumstümpfe um ihn herum standen in einem unregelmäßigen Kreis, frisch und hell, das Holz noch feucht. Gut. Das Gute am Holzschlagen war, dass man denken konnte oder auch nicht. Er wählte das Nicht. Er wählte das Nicht seit 3 Jahren und er war gut darin geworden. Dann die Musik. Nicht plötzlich. Eher wie wenn Licht in einen Raum fällt, bevor man merkt, dass man im Dunkeln gesessen hat. Es war einfach da. Und dann war es da
und er hatte sie schon eine Weile gehört, ohne zu wissen, dass er hörte. Die Arme ließen die Axt sinken, nicht weil er es beschloss. Die Arme ließen sie sinken, bevor er irgendetwas beschlossen hatte. Er drehte sich. Die Musik kam aus Nordwesten, irgendwo zwischen den Eichen, und sein Körper wusste das. Und er stand da und ließ seinen Körper wissen. Etwas in seiner Brust, nicht zu benennen. Eher etwas, das er sehr sorgfältig und sehr lange zugeklappt hatte, bewegte sich einen Spalt. Nur einen. Und durch den Spalt kam eine Wärme. Und die Wärme hatte nicht eine Stimme, nicht genau die Idee von einer Stimme. Von einem kleinen Klang, den man einen ganzen Wald weit gehört hatte, hell und sicher und ohne Angst. Und der jetzt, er begann zu gehen. Die Schritte kamen von selbst. Er beobachtete sie eine Weile, erkannte sie nicht als seine eigenen, und dann hatte er aufgehört, sie zu beobachten, und die Bäume um ihn herum gingen vorbei, und die Musik wurde klarer und deutlicher. Und er folgte ihr, ohne zu entscheiden, ihr zu folgen. Die Lichtung war kein besonderer Ort. 3 Espen, Waldboden, das Abendlicht schräg durch die Kronen, warm und schräg gestellt. Und in der Mitte ein Mann, klein, irgendwie, älter als der erste Blick vermutete, das Gesicht schmal und verwittert, die Wangenknochen zu deutlich. Die Kleider abgenutzt, die Schultern eingezogen über das Instrument, als wollte er es schützen oder als wollte es ihn tragen. Man konnte nicht sagen, welches. Die Geige selbst, das Gepflegteste an ihm, das Holz blank und dunkel im Abendlicht. Er spielte mit geschlossenen Augen fast, den Körper in einer kleinen, wiegenden Bewegung vor und zurück, als wäre die Musik etwas, in dem man schwamm. Der Holzhauer blieb stehen. Er blieb stehen und hörte zu, und das Beil hing in seiner Hand, schwer und warm und längst vergessen. Der Mann mit der Geige öffnete die Augen. Er sah den Holzhauer. Er hörte nicht auf zu spielen, aber etwas in seinem Gesicht veränderte sich, öffnete sich einen Moment lang, ehrlich und unverteidigt, wie ein Fenster, das jemand aufmacht, der vergessen hat, dass er es nie aufmacht. Er lachte. Kurz. Echt. Endlich kommt doch der rechte Geselle. Das Wort endlich stand in der Luft. Der Holzhauer verstand es nicht, wortgenau. Aber er verstand, dass es diesen Mann etwas bedeutete. Etwas, das er lange gewartet hatte und von dem er nicht sicher gewesen war, ob es kam. Er stand und hörte zu, das Beil sank. Die Musik hörte nicht auf. Das war das Erste, was der Holzhauer verstand. Dieser Mann spielte, ob jemand zuhörte oder nicht, ob etwas geschah oder nicht. Er spielte, wie andere Menschen atmeten. Dann das Dickicht. Äste, die brachen. Ein Knurren, tief und ohne Eile. Das Knurren von etwas, das nicht warnt, sondern ankündigt. Der Holzhauer wandte den Kopf. Der Wolf trat zuerst heraus. Groß, graubraun, die Augen bernsteinfarben und ruhig, aber mit etwas dahinter, das nicht ruhig war. Ein Anrecht. Die Art, wie er den Kopf trug, war nicht die eines Tieres auf Jagd. Es war die Art von jemandem, dem etwas zusteht. Hinter ihm der Fuchs, rotbraun, die Pfoten vorsichtig auf dem Waldboden, die Augen bereits auf den Mann mit der Geige gerichtet. Hinter dem Fuchs, der Hase, klein, die Ohren flach, das Fell noch ein wenig ungerade von etwas, das die Natur nicht vorgesehen hatte. Sie kamen. Der Holzhauer trat vor. Er beschloss es nicht. Sein Körper beschloss es, und er war bereits da, zwischen dem Spielmann und den Tieren, das Beil in der erhobenen Hand. Er stand. Das war alles. Er stand und schaute den Wolf an. Der Wolf blieb stehen. In diesem Moment, diesem einen Herzschlag, war etwas Komplexes in ihm. Zorn, ja. Und etwas, das keine Schwäche war und kein Erschrecken. Eine Einschätzung.
Der Mann war breit, das Beil war echt. Und der Mann hatte die Augen von jemandem, dem das hier egal war. Nicht, weil er dumm war, sondern weil er nirgendwo mehr etwas hatte zu verlieren. Und das machte ihn zu einem anderen Risiko als allem, was der Wolf je gekannt hatte. Der Wolf wandte sich ab. Kein Rennen, kein Jaulen. Er wandte sich einfach um und ging denselben Weg zurück, den er gekommen war. Der Fuchs folgte, der Hase folgte. 3 Körper, die in den Wald zurückgingen, mit einer Würde, die sagte, das war nicht unsere Niederlage. Das war das Ende dieses Augenblicks. Das Dickicht schloss sich. Die Musik spielte weiter. Sie hatte die ganze Zeit gespielt. Der Holzhauer senkte das Beil. Er stand noch immer in dem Abstand, in dem man steht, wenn man bereit ist. Die Füße auseinander, das Gewicht vorne. Er drehte sich langsam um. Der Mann mit der Geige spielte. Die Augen wieder halb geschlossen, der Körper in dieser wiegenden Bewegung. Als wäre nichts gewesen. Als hätte er die ganze Zeit gewusst, dass der Holzhauer hier stehen würde. Und als hätte er das schon oft gedacht, diese Gewissheit, und sie wäre noch nie eingetreten. Der Holzhauer verstand nicht, was eben passiert war. Aber das war in Ordnung. Das war oft in Ordnung. Er setzte den Bogen an und ließ ihn fahren. Und was kam, war das Schönste, was er an diesem Tag gespielt hatte. Nicht, weil er es versuchte, weil die Situation es verlangte. Dieser Mann, der für ihn mit dem Beil vorgetreten war, ohne zu zögern, ohne einen Grund zu kennen, nur weil ein Mensch stand, der Schutz brauchte. Und das der einzige Grund war, den es brauchte. Das war das Seltenste, was es gab, und er wusste es, und das Wissen ging durch die Finger in den Bogen und in das Holz und heraus in den Abendwald. Die Töne stiegen. Der Holzhauer, der noch immer stand, senkte die Hand um das Beil noch 1 Zentimeter, unbewusst, als wäre das Beil zu schwer geworden. Die Espen zitterten. Das Licht war goldrot jetzt, das letzte Licht, das durch die Kronen fiel und den Boden wärmer machte, als er war. Dann hörte er auf. Der letzte Ton stand noch in der Luft. Er ließ ihn stehen und schaute den Holzhauer an. Wirklich schaute er ihn an. Diesen Moment, ohne den schützenden Abstand, den er sonst hielt, ohne das lächelnde Maß, das er zwischen sich und anderen aufstellte, wie ein Handwerker sein Werkzeug. Einen großen Mann. Die Hände wie Schaufeln, die Haut rissig, das Gesicht mehr gesehen, als es verriet. Die Augen noch halb weit, noch halb in einer anderen Welt. Einer Welt aus Musik und aus etwas Älterem als Musik. Etwas, das man nicht beschrieb, weil es keinen Namen bekommen hatte oder weil der Name schmerzte. Der Spielmann pausierte. 2 Atemzüge lang, vielleicht 3. Lang genug, um zu spüren, das Rascheln einer anderen Geschichte. Eine, die möglich wäre. Eine Stelle, wo ein Gespräch beginnen könnte? Mit einem Menschen, der mit offenen Augen stand und nicht verstehen musste, um da zu sein. Der einfach da war. Der für jemanden vorgetreten war, für den er das nicht tun musste. Und der jetzt da stand und wartete und nicht einmal wusste, worauf. Er drehte den Wirbel am Geigenkopf. Einmal, hin und her. Es war eine Bewegung ohne Zweck. Die Hand, die etwas braucht, wohin sie kann, wenn nirgendwo sonst Platz ist. Dann hängte er die Geige auf den Rücken. »Dank«, sagte er. Das war das erste Mal in dieser Geschichte, dass er dieses Wort sagte. Er ließ es stehen, ohne Nachsatz, ohne Erklärung. Dann drehte er sich um. Die Schritte auf dem Waldboden, kein Laut. Der Riemen auf der Schulter, die vertraute Last. Die Bäume vor ihm, ruhig, gleichgültig, ohne Wiedererkennen. Er kannte das. Er kannte die Art, wie der Wald jeden aufnahm, jeden gleich, ohne Unterschied, den Förster und den Fremden und denjenigen, der durch ihn hindurchging und keine Spur hinterließ. Hinter ihm blieb der Holzhauer stehen, stand lange.
so lange, dass das Abendlicht langsam verblasste und das Rot aus den Kronen wich und das Grau kam und der Holzhauer noch immer stand, das Beil in der Hand, die Augen auf die Stelle, an der der Spielmann verschwunden war, zwischen den Stämmen, ohne Laut, einfach nicht mehr da. Dann hob der Holzhauer das Beil. Es fiel auf den nächsten Baum. Der Klang trug weit durch die Stille, hallte kurz zwischen den Stämmen und wurde kleiner und war dann Holz auf Holz, was es immer gewesen war. Das Leben, das sich wieder schloss um die Stellen herum, die es für einen Moment geöffnet hatte. Der Spielmann ging, die Geige auf dem Rücken, die Schritte ohne Laut. Der Wald nahm ihn auf wie immer, ohne Interesse, ohne Wiedererkennen, ohne Erinnerung an das, was er gewesen war. Die Stille, die nach ihm blieb, war dieselbe Stille wie vor ihm. Als wäre er nie da gewesen, als wäre er immer gegangen. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.